Ja, wir sind jetzt unterwegs, starten unsere Tour zum Nemrut-Dagi. Bisschen bewölkt ist es heute, aber ab und zu kommt die Sonne durch. Da parkt die Frieda. Und jetzt heißt es 3 Kilometer hochwandern. Haben uns nochmal gestärkt mit dem frischen Chai. Und jetzt laufen wir los. Die Spitze liegt im Moment in der Wolke. Wir hoffen, dass das Wetter noch ein bisschen aufklärt. Aber wir sind auf jeden Fall gerüstet. Ein Rucksack voll Klamotten dabei. Für alle Eventualitäten. Fladenbrot, Wasser. Und was man sonst noch so braucht, um notfalls 3 Tage da oben zu bleiben. Ja. Im Zickzack laufen wir jetzt zu diesem Schotterweg hoch. Da hoch gehen wir auch jetzt, genau. Und da oben ist schon die Lena und die Juli sind da vorn. Und in die Richtung auf den Berg wollen wir. Wir laufen schon eine Weile und es wird zunehmend zugiger. So langsam werden die Verena hat schon ihre Jacke ausgepackt. Da hinten ist die Verena. Der Kalli. Aber kann ich mal Und irgendwo da hinten parkt die Frieda, das kann man jetzt gerade nicht sehen. Aber es ist brutal, die Landschaft. Und total still hier oben. Ja, es sind doch keine Vögel mehr oder so, ja, was hier noch irgendwie zwitschern könnte. Das Feld ist zerrissen. Wir sind schon 4 Gruppen. Sind heute unterwegs mit den Rolling Spirits. Und wir sind schon ein bisschen aufgeteilt in 3 Gruppen hier. Dann sind wir sogar 5. Ja, 5 Teams jetzt mittlerweile schon. Aber es läuft sich auch besser so, wenn jeder so sein Tempo laufen kann. Wir treffen uns alle oben dann am Schluss. Nein, Daddy, da sind 2 und da sind 2 Gruppen und da ist eine Gruppe. Und hier sind 2 Gruppen und da sind 2 Gruppen. Ja, dann sind es 4 Gruppen. Er ist schon in fast greifbarer Nähe. Der eine ist warm. Kalle möchte nicht getragen werden, aber der muss jetzt mal durch, bis wir oben sind auf der Spitze. Dann kann er auch alleine wieder erkunden. Und wir sehen aber die Spitze, das sieht total spektakulär aus im Moment. So halb in der Wolke drin, halb scheint die Sonne drüber. Echt Hammer. Wir sind da auf dem Nemrut-Dagi, 2100 Meter hoch. Da sieht man den aufgeschütteten Geröllberg. Und davor so ein bisschen die Statuen. Dann kann ich jetzt raus, Mama. Der Kalle kann jetzt raus. Hier, wir gehen noch die letzten Meter hier hoch. Und ich habe 2 Marienkäfer auf dem Felsbrocken. Die Madita, die sammelt hier Marienkäfer unterwegs. Und die staunen, dass die hier oben in 2100 Meter Höhe leben können. Wir sind jetzt am Nemrut-Dagi angekommen und hier sind die abgefallenen Köpfe und die Körper. Nein, also man erkennt es so gut, weil es gerade übelst neblig ist hier. Genau. Aber da vorne vor dem Berg sind die Körper. Und die Köpfe sind abgefahren. Ah, danke, jetzt habe ich doch mal drin. Zum 10. Mal. Da von vorne, du hast mal. Es fängt schon an. Los, komm. Wir sind jetzt am Nemrut-Dagi angekommen. Man sieht es nicht so gut, weil es richtig neblig ist. Aber vor dem Berg stehen die Körper und davor sind die Köpfe. Und die Köpfe sind durch ein Erdbeben abgefallen. Wir haben es geschafft. Wir stehen auf dem Nemrut-Dagi vor dem errichteten großen Grabmal Möchtest du dir zeigen, wie viel? des Königs Antiochus. Ich möchte dir zeigen, wie viel Marienkäfer ich habe. Jetzt gucken wir mal kurz zu den Marienkäfern. Oh mein Gott. Die Hast du krabbeln eine? alle hier rein bei dir. Dann hat es dir versucht abzuhauen? Ja, und hier wurde oben ein künstlicher Geröllkegel errichtet. Um 50 vor Christus bereits. Also es ist wirklich richtig alt. Und soll ein Grabmal darstellen des Königs Antiochus. Und hier vorne sieht man die großen Körper, 8 bis 9 Meter hoch von den Statuen. Und im Vordergrund liegen die einzelnen Köpfe, die sind aufgestellt worden, die Köpfe. Und die sind mal bei einem Erdbeben
heruntergestürzt. Der nicht weg will. Deswegen sind die Statuen leider nicht mehr intakt. Das ist der Einzige, der nicht weg will. Aber es ist so Da beeindruckend kuschelt sich dran ein. zu sehen. Noch gerade mal, wir sind jetzt 3 Kilometer hier wirklich nur bergauf gelaufen. Zwischen dem, ja so, Es war schon anstrengend. das war mega anstrengend. Wir dachten, wir werden hier alle frieren, weil es doch bewölkt ist und wir so in der Wolke drin stecken. Aber uns ist so warm geworden. Das ist unglaublich. Kalle, seht ihr alle diese Marinis an? Und das ist jetzt die Ostseite. Viele. Es gibt dann noch die Westseite. Da werden wir dann auch noch drumherum gehen. Da sieht man den Löwenkopf, den Adlerkopf, Herakles, Apollo, Zeus, Kommagene und der König Antiochos. Und hinten nochmal ein Adlerkopf. Ja, ist ziemlich groß, dieser Grabhügel. Dauert ein Stückchen, bis wir auf der Westseite sind. Aber mit den Wolken, das sieht irgendwie auch ziemlich cool aus heute. So, jetzt sind wir auf der Westseite. Und diese Götter, die schauen Richtung Griechenland. Hier lang schauen sie. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen näher ran. Ja, hier ist noch mal ein Adler, genau, Igel, ein Adlerkopf. Hier noch mal der König Antiochos dargestellt. Ja, und hier fehlen schon die Körper auf der Seite. Wie gesagt, beim Erdbeben mal alles zerstört worden. Und das ist so der Rest, der erhalten werden konnte. Ja. Hier. Hier. Warte, ich helfe dir runter, Kalle. Warte, ich fasse dich an die Hand. Komm, gib deine Hand her. Und hops. Jetzt gehen wir langsam hier der Madita hinterher und der Lena hinterher. Mal laufen. Oh, hier sind ja noch so Reliefs. Ja. Reliefs, genau. Ich sag der kleinste Hähler. Mal hochgehen. Oh, es läuft ein bisschen schlecht hier, ne, Kalle? Ach, die Kinder finden überall Wasser. Katzen oder Wasser? Finden die Kinder über. Doch, Katzen oder Wasser. Ida. Er kann nur einmal, bis er gut so sehen kann. Bin dran. Er tut da noch viel. Kommt, wir gehen weiter. Lena. Das ist durch einen Rundweg. Wir gehen jetzt hier eine Runde rum. Und jetzt so langsam laufen. Hier geht's schon gleich runter. Sieht so schön aus. Jetzt werden hier hinten die Wolken ein bisschen von der Sonne angestrahlt. Und jetzt sieht man die Felsen irgendwie noch mal viel klarer. Sieht so genial aus. Der Kalle macht Geräusche hinter mir. Ja, es war kalt da oben. Und ganz persönlich hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet. Das sind halt Steinköpfe. Aber bekannte Steinköpfe, ganz berühmte Steinköpfe, wir haben sie jetzt getroffen. Jetzt gehen wir runter und wollen aber mit dem Wohnmobil noch ein Stück bergab fahren. Irgendwie, damit es ein bisschen wärmer wird. Weil wir können in einer halben Stunde hier bestimmt 1000 Meter runterfahren. Und da ist es ein bisschen angenehmer über Nacht. Meine Frieda kommt nicht mit. Stimmt's, Lena? Was? Ja. Ja. Die wieder. Ist recht. Aber meine Frieda kommt nicht mit. Ja, hier werden nachts Minusgrade. Und das wollten wir gern umgehen. Wie bitte? Die Minusgrade in der Nacht Ja, wollten das- wir gern umgehen. Unser Wassertank hängt unterm Auto. Das heißt, der ist
wird dann langsam kritisch. Wenn dann so Er ist minus- kälteempfindlich, sagen wir es mal so. Ja, das ist kälteempfindlich, weil bei -2, -3 Grad irgendwann fangen dann so an, so, ich meine, das friert ja nicht durch, aber dann bilden sich so kleine schwebende Eiskristalle so im Wasser und die bleiben in der Pumpe hängen dann. Und das muss ja nicht sein. Wenn wir es vermeiden können mit einer halben Stunde Fahrt. Er hat noch Brot im Mund, lass ihn doch kurz. Er hat noch Brot im Mund. Wir sind gerade beim Bäcker zum Chai eingeladen. Eigentlich wollten wir nur Brot kaufen. Eigentlich wollten wir nur Brot kaufen. Wir wollen Fladenbrot kaufen. Bäcker, der Chai. Da hielt hier gerade eine Frau an, mit einer Tüte Paprika und hat in der Bäckerei gefragt, ob sie die mal schnell in den Ofen legen können. Dann haben die das jetzt auf den Spieß gefädelt und grillen ja jetzt den Paprika im Backofen. Müssen wir in Deutschland probieren. Jetzt holt er Brot raus. Zwischen 800 und 1000 Brote backen die beiden jeden Tag. Wahnsinn. Die Anne rührt ja ganz fleißig. Teig. Und warum rührt die Anne Teig? Für Maditas Geburtstagkuchen. Genau, die Madita hat nämlich morgen Geburtstag. Geh mal raus, Madita. Okay. Huschi. Was macht ihr? Oh, nix. Super. Da kann ich nicht mehr rein. Nee, komm mal nicht rein. Alle wollen wir ein bisschen blau rein. Tino bereitet den Hans vor. Tu mal die einfetten oder tu mal ein Backpapier reinlegen? Ich hatte letztens eingefettet, aber Backpapier wäre auch eine gute Möglichkeit. Obwohl zum Wenden, wir müssen den Kuchen wenden, da weiß ich nicht, wie es für Backpapier ist. Haben wir Backpapier? Ja. Dann tun wir Backpapier rein. Wow, das sieht perfekt aus, Anne. Richtig schön schuckig. Und Tino hat Kopfschmerzen, er trinkt erst mal einen Kaffee. Ja, ich glaube, ich vertrage dieses 1000 Meter hoch, 1000 Meter runter irgendwie nicht ganz so sehr. Was einer von euch macht die So viel Heimlichkeit in der Geburtstagszeit. Ich halte die Schüssel, kannst du? Eine kleine Zwischenpause machen wir gerade, um Maditas Geburtstagskuchen heimlich zu backen. Und der Kalle hat sich hier, er hat was entdeckt, was zum Spielen. Wohnmobil? Ja. Halte. Ganz viel Holz ist hier, ne? Rein. Rein? Hör mal rein. Ich möchte nicht in das Holz rein, nein. Ich finde es gerade total schön, wie du hier spielst, Kalle. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke.